Eine Wolke aus Verdächtigungen umgibt den Tod des Oscar-prämierten Schauspielers Gene Hackman und seiner Frau. Als das FBI die 4 Millionen Dollar teure Villa des legendären Schauspielers Gene Hackman stürmte, erwartete man eine routinemäßige Durchsuchung, doch was sie entdeckten, erschütterte ganz Hollywood. Unter dem luxuriösen Anwesen verbarg sich ein geheimer Tunnel, umhüllt von Rätseln. Doch hier wird es noch düsterer. Hackman und seine Frau wurden später leblos aufgefunden. War es nur eine tragische Wendung des Schicksals oder steckte etwas weitaus Unheimlicheres dahinter? Welche Geheimnisse verbarg dieser Tunnel und wer wollte sie für immer verborgen halten? Begleiten Sie uns, während wir tief in dieses erschreckende Mysterium eintauchen und die Wahrheit hinter einem der schockierendsten Fälle Hollywoods aufdecken. Die FBI-Entdeckung der Fall nahm eine noch schockierendere Wendung. Als Agenten bei der Untersuchung der verdächtigen Umstände rund um Hackmans jüngsten Tod einen verborgenen Tunnel unter seinem weitläufigen Anwesen entdeckten. Erste Berichte deuten darauf hin, dass dieser Tunnel mehrere Jahrzehnte alt ist, möglicherweise sogar ein Jahrhundert, was auf eine geheime und sorgfältig geplante Konstruktion hindeutet. Einige vermuten, er führe zu einem verstärkten unterirdischen Schutzraum, der zum Sichern von Wertgegenständen oder sogar sensiblen Dokumenten gedacht war. Andere glauben, er sei Teil eines viel älteren Tunnelsystems, das einst für Schmuggel, Spionage oder sogar für illegale Geschäfte während der Prohibitionszeit genutzt wurde. Angesichts von Hackmans Reichtum und seinem rätselhaften Lebensstil könnte er diese verborgene Struktur geerbt haben oder sie für einen moderneren Zweck genutzt haben. Während sich die FBI-Agenten durch den feuchten, engen Gang bewegen, fallen ihnen die unheimlichen Symbole auf, die in die Steinwände eingraviert sind. Einige erinnern an alte alchemistische Zeichen, andere wirken wie verschlüsselte Codes. Wurden sie von früheren Nutzern hinterlassen? Oder hatte Hackman selbst eine geheime Faszination für okkultes oder verborgenes Wissen? Experten für historische Kryptographie werden inzwischen hinzugezogen, um ihre Bedeutung zu entschlüsseln, was der Untersuchung eine weitere rätselhafte Dimension verleiht. Zunächst gingen Fachleute davon aus, dass der Tunnel vor Jahren für einen bestimmten Zweck gebaut wurde, auch wenn niemand genau sagen konnte, welcher das war. Manche vermuten, es handele sich lediglich um einen privaten Fluchtweg, der es Hackman ermöglichte, unbemerkt zu kommen und zu gehen. Keine Seltenheit bei wohlhabenden Personen oder Menschen mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach Privatsphäre. Im Laufe der Geschichte wurden geheime Tunnel aus den unterschiedlichsten Gründen genutzt, sei es zur Flucht vor Gefahren, zum heimlichen Transport von Gütern oder einfach als verborgener Rückzugsort. Andere wiederum vertreten gewagtere Theorien. Sie vermuten, der Tunnel könne zu einem geheimen Bunker oder einem tief unter der Erde verborgenen Tresor führen, gebaut, um eine Katastrophe oder globale Krisen zu überstehen. Unterirdische Bunker üben seit Jahrzehnten eine besondere Faszination auf sogenannte Prepper und Verschwörungstheoretiker aus, insbesondere in Regionen mit instabilen politischen Verhältnissen. Noch interessanter ist die Vermutung, dass dieser Tunnel Teil eines viel größeren Netzwerks sein könnte, möglicherweise verbunden mit benachbarten Anwesen oder sogar ganzen unterirdischen Komplexen. Sollte das zutreffen, eröffnet sich eine beunruhigende Möglichkeit, eine bislang unentdeckte Unterwelt. Vergleichbar mit den Katakomben von Paris oder den weitläufigen Bunkersystemen aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch je tiefer die Ermittler gruben, desto seltsamer wurde alles. Sie entdeckten merkwürdige Hinweise, alte, verstaubte Dokumente mit ungewöhnlichen Markierungen, rätselhafte Geräte, die niemand sofort identifizieren konnte, und vor allem Symbole, die in die Tunnelwände geritzt waren und wie eine völlig unbekannte Sprache wirkten. Ein Ermittler beschrieb sie als Teil eines unbekannten kryptographischen Systems, ein Code, der nie entschlüsselt wurde und möglicherweise auf ein lange verborgenes Geheimnis hinweist oder sogar auf eine verdeckte Operation aus der Zeit des Kalten Krieges oder noch früher. Kryptographische Systeme werden seit Jahrhunderten von Regierungen und Geheimdiensten eingesetzt und einige Codes sind bis heute ungelöst.
Das warf noch beunruhigendere Fragen auf. Die seltsame Entdeckung unter der Erde, als die Agenten den Deckel einer alten staubigen Kiste aufbrechen. Wirbelt eine dichte Wolke feinen Pulvers auf, sie husten und fuchteln mit den Händen, um wieder klar sehen zu können. Im Inneren entdecken sie eine merkwürdige Sammlung von Werkzeugen. Einige wirken wie die Instrumente eines erfahrenen Handwerkers. Ihre Holzgriffe glatt poliert durch jahrelangen Gebrauch, doch vieles davon gleicht nichts, was sie je zuvor gesehen haben. Seltsame metallische Geräte glänzen im Licht ihrer Taschenlampen, feine Zahnräder. Gewundene Röhren und messerscharfe Kanten deuten auf etwas weit Fortgeschritteneres hin, vielleicht sogar Gefährliches. Waren diese Instrumente für präzise Arbeiten gedacht oder für etwas weitaus Unheimlicheres? Die Luft wird spürbar schwer. Während die Agenten sich nervöse Blicke zuwerfen, ihr Fokus wandert zu den Wänden. In die unheimliche Symbole tief in den Stein eingraviert sind, diese Zeichen gehören zu keiner bekannten Sprache. Wirken jedoch eindeutig absichtlich, fast so, als hätte jemand oder etwas eine Botschaft hinterlassen, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Einige erinnern an alte alchemistische Zeichen, andere eher an technische Skizzen, wie Baupläne für eine Erfindung, die ihrer Zeit voraus ist. Der eigentliche Schock folgt, als sie auf den Boden blicken. Er ist nicht nur von Staub bedeckt, sondern mit seltsamen kreisförmigen Mustern versehen. Von oben betrachtet wirken sie keineswegs zufällig, sie ähneln verblüffend Sternkarten. Als hätte jemand den Himmel kartiert oder ein Signal an etwas jenseits unserer Welt gesendet, jeder neue Hinweis vertieft das Rätsel. Waren diese Objekte Teil geheimer Experimente Hackmans oder gehörten sie jemandem oder etwas, das weit über unser Verständnis hinausgeht? Einige der Metallwerkzeuge tragen Gravuren, die keinem bekannten Hersteller zuzuordnen sind, was darauf hindeutet, dass sie älter sein könnten als die moderne Industrie selbst. Andere besitzen Mechanismen von solcher Präzision, dass sie eine Technologie erfordern würden, die zu Hackmans Zeiten kaum vorstellbar war. Dann stoßen sie auf den Tunnel. Am Ende der Kammer öffnet sich ein schmaler Durchgang. Seine Wände sind mit rätselhaften Symbolen und kryptischen Botschaften bedeckt, als wären sie von einer unbekannten Intelligenz hinterlassen worden. Ein schwacher Luftzug weht hindurch und trägt den erdigen Geruch feuchten Steins mit sich, ein Hinweis darauf, dass sich der Tunnel tief unter die Erde erstreckt. Mit jeder Entdeckung setzen die Ermittler das Puzzle vorsichtig zusammen. Während draußen die Welt den Atem anhält, Journalisten versuchen fieberhaft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Online-Foren explodieren vor wilden Theorien. War Hackman ein abtrünniger Wissenschaftler, Mitglied einer geheimen Gesellschaft, oder ist die Wahrheit noch weitaus bizarrer? Sein Anwesen war schon immer Gegenstand intensiver Spekulationen, nicht nur wegen seines enormen Wertes in Millionenhöhe, sondern auch wegen des dichten Schleiers aus Geheimnissen, der es umgibt. Tief verborgen in einem dichten, nahezu undurchdringlichen Wald liegt diese gewaltige Villa. Sie ist nicht nur ein Wohnort, sondern eine Festung geschaffen, um neugierige Blicke fernzuhalten. Hohe Steinmauern und massive Stahltore bilden die erste Verteidigungslinie. Doch das ist erst der Anfang. Ein hochmodernes Sicherheitssystem mit Bewegungssensoren, Wärmebildkameras und Überwachung rund um die Uhr sorgt dafür, dass sich niemand unbefugt nähert, selbst das Personal, sorgfältig ausgewählt aus den Besten ihres Fachs, soll zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet sein, gebunden durch strenge Verträge, die es ihnen verbieten, jemals über das Geschehen im Inneren zu sprechen. All das befeuert die Gerüchte nur noch weiter. Von außen strahlt das Anwesen einen fast unwirklichen Reichtum aus. Weitläufige Gärten, gepflegt von erstklassigen Spezialisten, beherbergen Pflanzen von solcher Seltenheit, dass einige nur an wenigen Orten der Welt existieren, exotische Orchideen, jahrhundertealte Bonsai-Bäume und leuchtende Blüten, die je nach Jahreszeit ihre Farbe verändern, erschaffen eine Landschaft, die beinahe außerirdisch wirkt. Betritt man das Innere, wird man von purem Luxus überwältigt. Jeder Flur, jeder Raum, jeder Zentimeter der Villa gleicht einem lebendigen Museum aus Geschichte und Pracht. Die Wände sind mit Kunstwerken im Wert von Millionen gesäumt, darunter Originale legendärer Maler. Die Möbel sind nicht nur kostbar, sondern historisch.
Einige Stücke stammen aus vergangenen Jahrhunderten und gehörten einst europäischen Adligen und Königshäusern. Und dann sind da noch die Kronleuchter, gewaltige funkelnde Kunstwerke, von denen es heißt, sie hätten einst in den Sälen jahrhundertealter Paläste gehangen. Hackman scheute keine Kosten, um dieses Anwesen zu errichten, ein Zuhause, das nicht nur beeindruckend, sondern fast vollständig von der Außenwelt abgeschottet ist. Doch unter all diesem Luxus verbirgt sich eine beunruhigende Entdeckung, ein unterirdischer Tunnel, auf den Arbeiter bei Renovierungsarbeiten zufällig gestoßen sind. Was die Sache noch verstörender macht: dieser Tunnel ist keine moderne Ergänzung, er scheint bereits mehrere Jahrzehnte alt zu sein. Seine Wände mit einem ungewöhnlich widerstandsfähigen Material verstärkt, fast so, als wäre er gebaut worden. Um allem standzuhalten oder etwas für immer zu verbergen, einige Experten vermuten, dass es sich nicht nur um einen einzelnen Gang handelt, sondern um einen Teil eines viel größeren unterirdischen Netzwerks, möglicherweise verbunden mit weiteren verborgenen Orten oder sogar geheimen Zufluchtsstätten. Der mysteriöse Tod von Gene Hackman, genau um 11 Uhr am 26. Februar 2025, wurde die Welt erschüttert. Als neue, unheimliche Details über den rätselhaften Tod des legendären Schauspielers Gene Hackman ans Licht kamen. Gerade als die Öffentlichkeit dachte, der Fall könne nicht noch düsterer werden, entdeckten die Behörden ein erschreckendes Geheimnis, das mehr Fragen aufwarf als Antworten lieferte. Laut Eilmeldungen von ABC News hatten Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für Hackmans weitläufiges Anwesen im Wert von $4 Millionen in Santa Fe, New Mexico, gesichert, ein abgelegener, luxuriöser Rückzugsort, in dem die Hollywood-Ikone ihre späten Jahre fast völlig zurückgezogen verbracht hatte. Doch was sie im Inneren fanden, war nicht nur ungewöhnlich, es war zutiefst verstörend. Schon beim Betreten der Villa beschlich die FBI-Agenten ein seltsames Gefühl. Die Szenerie passte nicht zu den üblichen Anzeichen eines natürlichen Todes oder eines Unfalls. Etwas stimmte nicht, subtile Spuren im Haus, verrückte Möbel, ungewöhnliche Schleifspuren auf dem Boden und Unstimmigkeiten bei Hackmans persönlichen Gegenständen deuteten auf etwas weitaus Unheimlicheres hin. Der eigentliche Paukenschlag kam jedoch, als die Agenten einen verborgenen Durchgang entdeckten. Versteckt hinter einem Teil der Bibliothekswand, dieser unterirdische Tunnel, der in den offiziellen Bauplänen der Villa nicht existierte, führte in einer engen, spiralförmigen Abwärtsbewegung in die Dunkelheit zu einer unbekannten Kammer tief unter dem Anwesen. Vorsichtig stiegen die Ermittler die feuchte, kalte Steintreppe hinab. Ihre Taschenlampen durchdrangen die dichte Finsternis und enthüllten einen Anblick, der selbst erfahrene Ermittler den Atem anhalten ließ. Unter dem Haus eines der gefeiertsten Schauspieler Hollywoods lag ein riesiges, unheimliches unterirdisches Lager, ein erstaunliches Relikt der Vergangenheit, wie in der Zeit eingefroren, Stapeln alter Holzkisten. Teils von Staub und Spinnweben bedeckt, säumten die Wände wie ein vergessenes Archiv, einige waren durch das Alter zerfallen. Ihr Inhalt quoll heraus, vergilbte Dokumente, verrostete Metallgegenstände und offenbar antike Artefakte. Andere hingegen waren vollkommen versiegelt, unberührt seit Jahrzehnten. Als ein Agent vorsichtig eine der staubigen Kisten öffnete, senkte sich eine beklemmende Stille über den Raum. Im Inneren befanden sich zerbrechliche, vergilbte Fotografien. Die Gesichter darauf waren unbekannt, Kleidung und Frisuren deuteten auf eine längst vergangene Zeit hin. Einige Bilder zeigten geheime Treffen in schwach beleuchteten Räumen, andere seltsame, nicht identifizierbare Orte, wieder andere Personen, deren Namen längst verloren gegangen sind. Jedes Foto schien eine verborgene Geschichte zu erzählen, ein Teil eines Puzzles, das erst jetzt langsam sichtbar wurde. Neben den Bildern lagen alte Akten, zusammengebunden mit rissigen Lederbändern. Die Seiten waren vom Alter gezeichnet, gefüllt mit hastig notierten Aufzeichnungen über Ereignisse, die offenbar bewusst verborgen worden waren. Vieles war verwischt und kaum lesbar. Doch das Entzifferbare deutete auf eine erschütternde Geschichte von Täuschung, Geheimhaltung und möglicherweise noch Schlimmerem hin. Bei der weiteren Durchsuchung fanden die Agenten eine weitere Kiste mit persönlichen Gegenständen. Darunter befand sich eine alte Taschenuhr,
deren Zeiger auf einer unbekannten Stunde stehen geblieben waren, sowie filigraner Schmuck, der einst einer bedeutenden Person gehört haben könnte, doch der beunruhigendste Fund war ein kleines, zerfleddertes Notizbuch voller handschriftlicher Geständnisse, Berichte über etwas so Bedeutendes und Verstörendes, dass die Agenten nur noch schweigend Blicke austauschten. Dann nahm die Entdeckung eine noch düsterere Wendung. Als das Licht der Taschenlampen durch den Tunnel glitt, fiel der Strahl auf etwas, das fast im Schatten verborgen lag, eine alte Eisentür. Überzogen mit Rost und Schmutz, es gab keinen Griff, nur ein schweres, korrodiertes Schloss, das seit Jahrzehnten unberührt schien. Das FBI hat sich bislang geweigert zu äußern, was sich hinter dieser Tür befand, doch die Spekulationen nehmen rasant zu, einige glauben. Der Tunnel führe zu einem weit verzweigten unterirdischen Netzwerk, das jahrelang unentdeckt geblieben ist, andere vermuten, dass sich dort der unwiderlegbare Beweis für eine Verschwörung verbirgt, so schockierend, dass ihre Enthüllung alles verändern könnte. Vergrabene Geheimnisse und verlorene Hinweise, das Rätsel um das Anwesen von Hackman nimmt immer verwirrendere Wendungen. Jede Entdeckung wirft mehr Fragen auf als Antworten. Könnten diese lange verlorenen Hinweise endlich die Wahrheit ans Licht bringen, oder führen sie die Geschichte noch tiefer in die Dunkelheit? Eines ist sicher: Alle Augen sind auf das Anwesen gerichtet und warten auf den Moment, in dem der Schleier der Geheimhaltung fällt und enthüllt, was unter dem kalten, felsigen Boden verborgen liegt. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Zu den interessantesten Funden gehört eine Sammlung alter, staubbedeckter Telefone mit zerbrochenen Bildschirmen. Trotz ihres beschädigten Zustands enthalten einige noch verschlüsselte Nachrichten, während andere ungesendete Entwürfe speichern, eingefroren in der Zeit. Ermittler vermuten, dass einige dieser Geräte einst Schlüsselfiguren gehörten, die spurlos verschwanden und digitale Spuren hinterließen, die ein verborgenes Netzwerk offenlegen könnten. Auch ein abgenutzter, in Leder gebundener Planer wurde entdeckt, seine Seiten gefüllt mit hastigen Notizen, rätselhaften Symbolen und unleserlich gekritzelten Namen. Einige der eingetragenen Daten überschneiden sich mit bedeutenden, ungelösten Ereignissen, was die Theorie befeuert, dass der Besitzer weit mehr dokumentierte als nur persönliche Termine. Noch seltsamer ist, dass mehrere der vermerkten Orte auf keiner bekannten Karte existieren, und dann sind da die Fiolen, kleine Glasgefäße, gefüllt mit unbekannten Substanzen. Einige sind noch versiegelt und scheinbar unberührt, während andere geöffnet oder geleert wurden. Waren sie Teil eines experimentellen Medikaments, eine Behandlung, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollte? Oder etwas noch Unheimlicheres, möglicherweise verbunden mit einer Vertuschung, die jemand um jeden Preis geheim halten wollte? Chemische Analysen könnten Antworten liefern. Doch bislang reichen die Vermutungen von geheimen medizinischen Experimenten bis hin zu verdeckten Regierungsoperationen. Jeder gefundene Gegenstand wirkt wie ein bewusst platziertes Puzzleteil, das auf ein größeres Gesamtbild hinweist, eines, das jemand verzweifelt zu verbergen versuchte. Die zerstörten Telefone könnten noch Spuren gelöschter Anrufe enthalten, die zu einflussreichen Personen führen, die niemals entdeckt werden wollten. Die Notizen in den alten Büchern sind keine zufälligen Gedanken, sie könnten verschlüsselte Botschaften, Notfallanweisungen oder sogar Pläne für etwas weitaus Größeres sein. Manche Seiten sind mit hektischer, fast panischer Handschrift gefüllt, während andere präzise und bewusst gestaltet wirken, als hätte jemand versucht, etwas Entscheidendes festzuhalten. Und erneut rücken die Fiolen in den Fokus, kleine Glasbehälter, teils noch versiegelt, deren Inhalt weiterhin ein Rätsel bleibt. Waren sie Teil eines experimentellen Verfahrens oder etwas deutlich Gefährlicheres, könnten sie Spuren illegaler Substanzen, Schwarzmarktmedikamente oder sogar streng geheimer medizinischer Forschung enthalten. Die Ermittler ziehen jede Möglichkeit in Betracht, insbesondere angesichts der Gerüchte, dass das Anwesen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stand, geheime Experimente, verschwundene Personen und rätselhafte Finanztransaktionen, die nie vollständig erklärt werden konnten. Die Behörden untersuchen nicht nur die Objekte selbst, sondern analysieren jedes Detail, die genaue Zusammensetzung der Tinte in den Notizbüchern,
Mikroskopische Fasern aus dem Papier und sogar teilweise erhaltene Fingerabdrücke. Modernste forensische Methoden wie Spektralanalysen und DNA-Untersuchungen kommen zum Einsatz, um unsichtbare Rückstände sichtbar zu machen. Sollte einer dieser Hinweise zu einer konkreten Person führen, könnte die gesamte Untersuchung eine schockierende Wendung nehmen. Mit jeder neuen Enthüllung wird das Rätsel um das Hackman-Anwesen noch beunruhigender. Die Öffentlichkeit wartet angespannt auf Antworten. Wird diese Untersuchung ein lange verborgenes Geheimnis aufdecken? Das alles erschüttert, oder bleibt am Ende nur ein Geflecht aus Spekulationen und ungelösten Fragen? Und dann ist da noch der Tunnel, eine Struktur, die eigentlich gar nicht existieren dürfte, verborgen unter den Fundamenten der Villa. Wie weit reicht er? Wohin führt er? Die laufenden Ermittlungen des FBI zu dem verborgenen Tunnel unter Gene Hackmans Anwesen haben die Menschen gleichermaßen erschüttert, wie fasziniert. Was denken Sie über diese schockierende Entdeckung eines geheimen Tunnels unter Gene Hackmans Villa? Die dunklen Geheimnisse unter der Villa. Die Geschichte von Gene Hackman wird immer rätselhafter und nun melden sich endlich Menschen zu Wort, die ihn gut kannten. Nachbarn und alte Freunde teilen beunruhigende Erinnerungen, einige berichten von kryptischen Gesprächen, in denen Hackman in Rätseln sprach und auf unsichtbare Gefahren sowie Verrat anspielte, ohne je konkret zu werden. Andere erinnern sich an schattenhafte Gestalten, die mitten in der Nacht sein riesiges Anwesen betraten und wieder verließen, ihre Gesichter verborgen, ihre Besuche kurz. Aber auffallend häufig, seine Villa war nicht nur ein Zuhause, sondern eine Festung hochmoderne Sicherheitssysteme. Verstärkte Stahltüren und unterirdische Tunnel zeichnen das Bild eines Mannes, der von tiefem Misstrauen geprägt war. Einige Nachbarn behaupten, zu ungewöhnlichen Zeiten seltsame mechanische Geräusche unter dem Grundstück gehört zu haben, ein dumpfes Grollen, als würde dort unten etwas gebaut oder vielleicht sogar verborgen, während die Ermittler tiefer graben. Stoßen sie auf noch bizarrere Entdeckungen, versteckte Gänge durchziehen das Fundament der Villa und führen zu geheimen Räumen. Gefüllt mit verschlüsselten Dokumenten und rätselhaften Artefakten, Objekte, die keiner bekannten Zivilisation zugeordnet werden können. Die Verbindung zwischen dem geheimnisvollen Tunnel und dem ungewöhnlichen Tod von Hackman und seiner Frau bleibt weiterhin ein Rätsel. Einige glauben, eine mächtige Geheimgesellschaft ziehe im Hintergrund die Fäden, während andere eine noch dunklere Vertuschung durch staatliche Stellen vermuten. Jede neue Entdeckung wirkt zunächst wie ein Durchbruch, nur um kurz darauf noch mehr beunruhigende Fragen aufzuwerfen. Und dennoch, statt Licht ins Dunkel zu bringen, bleiben die Behörden auffallend still, ihre Aussagen sind vage. Sorgfältig formuliert, fast so, als würde die Wahrheit bewusst zurückgehalten. Die wenigen veröffentlichten Details heizen die Spekulationen nur weiter an. Das FBI hat jeden Winkel der Tunnel unter der Villa durchsucht und modernste Technologie eingesetzt, um nach verborgenen Kammern, vergessenen Relikten oder Hinweisen auf ihren wahren Zweck zu suchen. Doch trotz dieser intensiven Untersuchungen bleiben die Ergebnisse unter Verschluss. Warum wurde dieses komplexe Tunnelsystem überhaupt errichtet? Wer hatte Zugang dazu? Und weshalb sind einige ehemalige Mitarbeiter der Villa scheinbar spurlos verschwunden? Noch merkwürdiger ist, dass historische Aufzeichnungen die Existenz der Tunnel kaum erwähnen, fast so, als hätte jemand gezielt alle Spuren ausgelöscht. Seit Jahren berichten Anwohner von unheimlichen Beobachtungen auf dem Gelände, manche wollen schattenhafte Figuren gesehen haben, die sich im Schutz der Dunkelheit hinein und hinaus bewegten, andere berichten von schwarzen SUVs ohne Kennzeichnung, die nachts in der Nähe des Anwesens parkten, die Motoren laufend, als würden sie auf jemanden oder etwas warten. Dann sind da noch die Geräusche, ein tiefes, mechanisches Summen aus dem Untergrund, als würde irgendwo in den Tunneln noch immer eine verborgene Maschine arbeiten. Am beunruhigendsten sind jedoch die Geschichten über Menschen, die die Tunnel betreten haben sollen und nie zurückkehrten. Gerüchte verbinden die Villa mit Geheimgesellschaften, verdeckten Regierungsprojekten oder sogar mit einer verborgenen Kammer voller Relikte von unvorstellbarer Bedeutung.
In den sozialen Medien überschlagen sich die Theorien, von plausibel bis erschreckend. Einige glauben, die Tunnel führten zu einem geheimen unterirdischen Bunker, möglicherweise genutzt von einer Organisation, die im Verborgenen agiert. Andere vermuten Überreste eines längst aufgegebenen militärischen Experiments, einst so streng geheim, dass es bis heute verborgen geblieben ist. Wieder andere gehen noch weiter und verweisen auf Berichte über elektromagnetische Störungen und unerklärliche Geräusche, flüsternde Klänge in der Dunkelheit, die auf etwas hindeuten könnten, das nicht ganz von dieser Welt ist, und dennoch geben die Behörden kein einziges klares Detail preis. Keine Bestätigung, kein Dementi, nur Schweigen, und je länger dieses Schweigen anhält, desto tiefer wird das Rätsel die Menschen versuchen, die Puzzleteile selbst zusammenzusetzen, doch jedes neue Detail wirft nur weitere Fragen auf. Könnte sich unter unseren Füßen etwas Gewaltiges verbergen, vielleicht sogar etwas Furchteinflößendes? Mit jedem Tag werden die Stimmen lauter, und mit ihnen das beunruhigende Gefühl, dass uns nicht die ganze Wahrheit erzählt wird. Gene Hackmans geheimer Tunnel. Die Ermittler graben im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinn tief in alten Grundbuchunterlagen, um herauszufinden, ob die Bauherren oder früheren Besitzer von den Hackmans Anwesen von dem geheimnisvollen Tunnel darunter wussten. Auch Einheimische haben unheimliche Geschichten zu erzählen, einige erinnern sich an Gerüchte über Arbeiter, die während der Bauarbeiten auf dem Grundstück spurlos verschwanden. Ihr Verschwinden wurde nie aufgeklärt, andere vermuten, der Tunnel könnte während der Prohibitionszeit Teil einer geheimen Schmuggelroute gewesen sein, um illegalen Alkohol unbemerkt zu transportieren. Es gibt sogar Spekulationen, dass er als Fluchtweg aus der Zeit des Kalten Krieges gebaut wurde, ein geheimer Ausgang für den Notfall. Doch je weiter sich die Nachricht über den Tunnel verbreitet, desto wilder werden die Theorien. Manche glauben, Hackman selbst habe ein verborgenes Vermögen unter seinem Haus versteckt, inspiriert von seinen legendären Rollen in Mystery- und Raubfilmen. Andere ziehen eine deutlich düsterere Möglichkeit in Betracht, dass der Tunnel für geheime, möglicherweise illegale Treffen einflussreicher Persönlichkeiten genutzt wurde. Historiker gehen den Hinweisen nun ebenfalls nach und graben im wahrsten Sinne tiefer, um herauszufinden, ob sich unter der Stadt noch weitere verborgene Tunnel befinden. Sollten sie existieren, könnte das bedeuten, dass ein ganzes unterirdisches Netzwerk die ganze Zeit über unbemerkt existiert hat, was die Menschen jedoch besonders beschäftigt. Ist der Zeitpunkt dieser Entdeckung. Gene Hackman und seine Frau Betsy starben beide unter Umständen, die bis heute von Geheimnissen umgeben sind. Offizielle Berichte kratzten nur an der Oberfläche und hinterließen mehr Fragen als Antworten. Nun, da ein geheimer Tunnel direkt unter ihrer Villa entdeckt wurde, fragen sich die Ermittler, ob dieser verborgene Durchgang der Schlüssel zur Aufklärung ihrer letzten Tage sein könnte. Hackmans plötzliches und ungeklärtes Verschwinden war bereits verdächtig. In Verbindung mit den unheimlichen Details rund um seinen Tod wirkt die Existenz dieses Tunnels noch beunruhigender. War es ein Fluchtweg oder ein geheimer Zugang für einen unerwünschten Besucher? Einige Experten glauben, er sei für ein schnelles und unauffälliges Entkommen konzipiert worden. Andere vermuten, er habe es jemandem ermöglicht, unbemerkt in die Villa zu gelangen. Während Forensiker den Tunnel genauer untersuchen, stoßen sie auf eine bizarre Sammlung von Gegenständen, die mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Zerbrechliche, zerfallende Dokumente, alte Fotografien mit längst vergessenen Gesichtern und seltsame Artefakte, die nicht zu Hackmans gut dokumentiertem öffentlichen Leben passen. Das größte Rätsel jedoch sind die unheimlichen Symbole, die in die Tunnelwände eingraviert sind. Diese Zeichen sind keine zufälligen Kratzer. Sie wirken gezielt gesetzt, fast wie eine verschlüsselte Botschaft. Spezialisten für alte Sprachen und Kryptographie wurden hinzugezogen, um sie zu entschlüsseln. Einige Experten vermuten, sie könnten mit Geheimgesellschaften in Verbindung stehen oder verschlüsselte Hinweise auf verborgenes Wissen darstellen. Noch faszinierender ist die Theorie mancher Historiker, dass die Villa selbst auf uralten Fundamenten errichtet wurde, möglicherweise verbunden mit einem längst vergessenen Netzwerk unterirdischer Tunnel.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.